Also, hallo Jan, Hallo, grüß dich. herzlich willkommen in der Praxis Dentist.ch. Also gut, 1990 habe ich meine Praxis schon aufgemacht. Ich denke immer, wow, die Zeit vergeht ja im Flug und wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ich bin wirklich happy, dass Jan Heito den Weg unter die Räder genommen hat von München. Also du bist ja in München mit deiner Praxis zu Hause, den Weg in die Schweiz gefunden hat zu uns. Und heute werden wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Wir starten mit einem Interview. Und vielleicht gleich als erste Frage, Jan, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor für die, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Was sind deine, also muss nicht gleich dein ganzes Leben erzählen, aber so ein bisschen einfach vielleicht mal kurz, wer ist Jan Heito? Ja, also erstmal, ich freue mich, hierher gefunden zu haben. Wir kennen uns ja schon ewig gefühlt. Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal, aber das ist auch ein paar Jahrzehnte her und ich war noch nie hier. Also super Praxis und auch tolles Equipment, was du hier hast. Sehr beeindruckend. Wer hier mal in der Gegend ist, denke ich, kann man einen kurzen Abstecher machen. Also Dich jederzeit besuchen. seid ihr willkommen auf mein, mal, ich sage auch immer den jungen Kolleginnen und Kollegen, ihr dürft mir gerne über die Schulter schauen, weil das finde ich, dass heute ein Thema ist, auch das Thema Mentoring. Vielleicht redest du oder können wir auch über das ein bisschen Ja. diskutieren, was wir, ich sag's mal, ich rede nicht vom Ende unserer Karriere, aber doch nach einiger Der Zeit. Zenit ist überschritten gefühlt. Ja, gefühlt übertreten, aber Spaß haben wir beide noch Ja. an dem, was wir machen. Also ja. Genau, also ich bin niedergelassener Kollege. Ich hatte nie eine Uni-Karriere. Das ist in Deutschland, finde ich, ein bisschen bedauerlich, dass das so eine starke Trennung ist, weil Forschung und Wissenschaft interessiert mich schon sehr. Und vielleicht schaffe ich es noch auf die alten Tage, wenn ich dann weniger behandle, auch mal die eine oder andere Studie noch anzustoßen oder zu betreuen. Also ich habe ein paar Freunde an den Unis, wo ich immer praxisrelevante Themen so ein bisschen reingebe, weil ich finde, Evidence-Based ist schon auch etwas, was wir auch brauchen. Zahnmedizin ist jetzt nicht nur evidence-based, es ist, wie hier Urs Brodbeck, auch ein lieber Schweizer Kollege. Ich habe so mit den Schweizer Kollegen Kollegialität, die wächst ja mit dem geografischen Abstand und ich mag euch alle sehr hier. Ich bin gern in Zürich und der Urs hat mal gesagt, Zahnmedizin ist nicht evidence-based, sie ist dentist-based, dental technician-based, assistant-based, material-based. Also es sind so viele Variablen. Aber ich bin, wie gesagt, um wieder zurückzukommen, Praktiker, stehe jeden Tag nach wie vor an der Front, behandle 5 Tage die Woche meine Patienten, muss da abliefern. Was mich interessiert ist, was bringt mich im Alltag voran, was ist praktikabel, was kann ich einsetzen. Und das, was ich jetzt inzwischen über die letzten Jahre mir da erarbeitet habe, das gebe ich auch gerne weiter. Also ich bin inzwischen schon immer intensiver. Nach Corona ist so richtig losgegangen. Da wollten die Leute mal wieder unter Leute gehen. Die Präsenzkurse, die praktischen Kurse, wo man zusammenkommt. Das Interessante erfährt man ja eigentlich in den Pausen, beim Mittagessen. Die Themen, die einen wirklich interessieren, macht mir sehr viel Spaß und ja, von daher habe auch ein bisschen was veröffentlicht, habe schon vor Jahren dieses geschrieben, Ja, dann noch ja, ein du bringst einen genau, und dann können wir das ist ein ganz guter Punkt. da wolltest du. Ich habe ja das extra vorbereitet. Also ich bin ja vorbereitet. Ich gehe nicht unvorbereitet in ein Interview. Jan Heito Anteriores, also das ist schon ein ziemlich großer Brocken. Und du hast mir ja gesagt, dass ich noch einer der Glücklichen bin, der das Hardcover hat. Diese zwei, ich mache mal das. Ja, ich hoffe, dass das irgendwann im Wert steigt, weil die ja nicht mehr Also so gedruckt werden. Ja, also im In Prinzip dieser sind ja zwei Bücher. Also das erste ist so ein bisschen eine Zusammenfassung zum Thema Zahnformen, Ästhetik und so weiter. Ich Ja habe mich gut, da muss ich sagen, das Buch habe ich gefühlt für mich selbst geschrieben. Als ich angefangen habe, gab es sehr wenig Lehrbücher über Frontzahnästhetik. Mich hat das Thema sehr interessiert und die Bücher, die es da gab, waren, ja, es war, wie soll ich sagen, irgendwie nicht komplett. Es waren so Privatmeinungen dabei und schon viele wertvolle Sachen, teilweise aber auch aus USA, wo dann doch Ästhetik ein bisschen anders gesehen wird als bei uns. Teilweise von Zahntechnikern, etwas, womit ich als Zahnarzt nichts anfangen konnte. Mich hat es einfach so sehr interessiert, dass ich mich da hatten wir noch kein Google und keine Online-Bibliotheken, sondern noch ja, richtig in die Präsenzbibliothek gegangen bin, Zeitschriften mir habe bestellen müssen und die dann auf den Kopierer gelegt habe, um mir alles, was da an Literatur damals 2000 herum vorhanden war, zusammenzusuchen und einfach für mich selber
bisschen so eine Art Masterthesis. So. Ich sage immer gerne, zu dem Thema gibt es für mich ein Buch, das ich, warte mal schnell, ich hole das ganz schnell, weil das ist wichtig. In dem Zusammenhang, wenn wieder das Thema digitale Zahnmedizin und weiß ich was alles kommt, dann habe ich gerne immer dieses Buch zur Hand von Scherer, Professor Scherer, Rinn und Kopp. Also der Professor Scherer, den kennen vielleicht die Semester, der war Professor an der Uni Zürich, Leiter der Kronenbrückenabteilung hieß es damals, heute ist ja Abteilung für rekonstruktive Zahnmedizin. Der Herr Rinn war ein Zahntechniker und der Fritz Kopp, den du vielleicht auch kennst, war der Oberassistent zu der Zeit. Und da hat es dann auch noch Beiträge von Lloyd Minner und Jack Preston aus den USA. Und das war 1982. Und da hat es quasi ganz viele Sachen drin. Es hat also Tabellen drin. Wenn man dann schaut, das, was ihr heute an Vorträgen sieht über ästhetische Richtlinien, was Farben angeht, was Zahnformen angeht, also um über das Thema zu diskutieren, im Prinzip auf die Zahnformen etc. Also viele Dinge, die du da nochmal neu ausgelegt hast oder vielleicht aus dem Gedächtnis wieder oder aus der Vergessenheit hervorgehoben hast. Also gerade dieser Klassiker von Scherer von 1982, das ist wirklich ein spannendes Buch. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch verfügbar ist. Für mich. Also ich kannte das tatsächlich nicht. Das ist eins der wenigen Bücher, die ich nicht. Das gibt's auch auf Englisch. Also wenn jemand mal wieder in die Vergangenheit zurückgehen will, natürlich klar, da reden wir über VMK-Kronen, über relativ invasive Zahnmedizin. Das hat sich heute verändert. Aber die Grundlage vieler ästhetischer Bücher wurde da vor 50 Jahren, ja. Aber zu dem Thema ästhetische Richtlinien, das passt sehr gut. Damals war alles bekannt. 1982 bereits war alles bekannt, was wir heute wissen. Seitdem ist nichts dazugekommen im Bereich der Frontzahnästhetik. Man hat nichts mehr entdeckt. Diese Grundlagenarbeit wurde alles im letzten Jahrhundert geliefert. Das habe ich also festgestellt, als ich auch dieses Buch zusammengestellt hatte. Und vieles ist da auch in Vergessenheit geraten. Also manche kennen vielleicht den Begriff noch Konenmerkmal oder Winkelmerkmal. Und das war 1800, schlag mich tot, 1870 oder wann, ein Mühlemann, der das herausgefunden hat, und zwar noch mit wirklich ehrlicher Wissenschaft. Der hat 2000 extrahierte Zähne analysiert, sich die alle einzeln angeschaut, Zeichnungen gemacht, um die Gemeinsamkeiten zu finden. Und das fand ich so beeindruckend, als ich dann diese ganze Literatur, im Prinzip ist es ja eine Literaturzusammenstellung mit eigenen Illustrationen, wie fleißig damals und wie penibel gearbeitet wurde, wo man heute so nach Abkürzungen sucht, und vielleicht geht es ja auch mit KI und anderen Dingen, dass sowas viel schneller geht. Aber das ganze Digitale verleitet dazu, viel oberflächlicher zu arbeiten und nicht mehr so die Essenz oder ins Detail zu gehen. Ja. Und deswegen. Nein, darum im Prinzip erwähne ich gerne diese Literatur, die mir als Student als Hilfsmittel. Die ist nach wie vor aktuell. Also das ist hochaktuell. Ich sage auch immer, und da wiederhole ich mich sehr gerne, Digital Smile Design. Wo kann man das am besten lernen? Wenn man sich ein Buch über Totalprothetik kauft. Weil Digital Smile Design ist nichts anderes als die Frontzahnaufstellung einer Vollprothese. Ja. Ganz einfach. Und ich meine, klar haben dann Leute wie Coachman und wie sie alle heißen, gemerkt, hey, ups, da gibt es was man jetzt in die digitale Welt transferieren kann, was schon 100 Jahre alt ist. Aber wenn ich dann das ganz zu Ende denke, muss ich sagen, wo ist die Innovation? Also die Innovation, wie du richtig sagst, in der Zahnmedizin ist Innovation nicht wirklich, also vielleicht haben wir neue Adhäsivsysteme, wir haben jetzt irgendwie 1000 verschiedene Implantatsysteme, aber wenn wir auf die Grundlagen zurückgehen, dann hast du total recht, die sind aus dem letzten Jahrhundert, die sind vielleicht schon über 100 Jahre alt und diese Regeln gelten immer noch, weil wir von anatomischen Strukturen reden und die verändern sich ja nicht so schnell. Es verändern sich die Wünsche der Patienten, also du kannst dann vielleicht bei einem Patienten sagen, schauen Sie, wieder eine schöne Tabelle, wie die Zähne genau aussehen müssen. Und das du kannst es heute als Hollywood Smile verkaufen, du kannst das als Natural Smile verkaufen. Das ist dann immer auch eine Sache, wie machst du das im Marketing? Und mir hat dann vor allem auch der zweite Teil
deines Buches sehr gut gefallen. Ich glaube, das sind Das alles. Weiße wird ja kaum gekauft. Das ist ja mehr für Freaks. Also Leute Ja, lesen ja das kann heute man, nicht das ist mehr nicht mehrere einfach hundert okay. Seiten. Das Weiße, das wird nicht so schnell vergriffen sein. Das Schwarze ist das, was eigentlich in fast jedem Dentallabor inzwischen schon ist, Ja, weil es ja auch wie ein Zahnkatalog genau. zur Auswahl der Zähne sehr gut verwendet werden Weil kann. ich habe ja dann auch Arbeite gehört, auch dass dann. also deine Zahndatenbank, du hast ja das dann auch digitalisiert, ist Ja, das korrekt? ja. Dass dann viele CAD-CAM-Softwares, die wir jeden Tag benutzen, was jetzt die Frontzähne angeht, auf deiner Ja, Zahnbibliothek bis auf basieren. eine Firma, die nach wie vor der Biogenerik anhängt, die in der Frontzahnästhetik aus meiner Sicht nicht so gut funktioniert. Das finde ich eigentlich schade. Da habe ich lang dran gebaggert, dass auch in dem System vielleicht Zahnbibliotheken verfügbar sind. Eine Zahnbibliothek hat macht aus mehreren Gründen wirklich Sinn. Und vielleicht mal das auch kurz erklären. Ähm, Ich frage das auch immer in den Kursen und witzig ist, dass den Leuten fällt nicht sofort die Antwort an. Ich frage dich das mal. Ich gehe mal davon aus, jetzt schauen wir mal, ob kommt dir die Antwort einfällt. Also, ist doch eigentlich faszinierend, dass im Oberkiefer und im Unterkiefer unabhängig voneinander Zähne sich entwickeln, kleine Zahnkeime, die irgendwann durchbrechen. Und wenn jetzt nicht eine skeletale Dysknathie da ist, sondern das regelrecht vom Kieferwachstum ist, dann treffen diese Zähne exakt aufeinander in die antagonistischen Strukturen, passen Mikrometer genau und du hast nie die Oberzähne von der Oma und die unteren Zähne vom Opa geerbt, sondern die wissen irgendwie voneinander, obwohl der eine im Oberkiefer, der andere im Unterkiefer entsteht, wie der andere ausschauen wird und es sind immer passend zueinander. Und Also das ist quasi die genetische Zahnbibliothek. Also das ist doch ganz einfach. Also das muss ja, aber wie können die oberen Zähne von den unteren wissen, wenn der eine im Oberkiefer der Zahnkeim entsteht und der andere im Unterkiefer, dass die zusammenpassen, dass die nicht wie in der skeletalen Dysknathie ja gut, das gibt große und kleine Zähne. Ja, da gibt natürlich verschiedene Faktoren. Also es gibt schon Patienten, bei denen das nicht funktioniert. Doch immer. Du hast nie Ja, aber nein, also antagonistische Zähne, die unterschiedlich groß sind Nein, oder unterschiedliche Formen haben. Die passen Ja, du aufeinander. hast dann entweder oben und unten kleine Zähne, Ja. oben und unten große Und warum? Zähne. Das ist genetisch bedingt. Das ist genetisch bedingt, ja. Also der Grund ist ganz einfach, was viele vergessen haben, wie ich auch alles vergessen habe, was ich im Studium gelernt habe, gefühlt das meiste. Es ist ja ursprünglich ein Zahnkeim. Ein einziger. Und der differenziert sich dann in oben und unten und dann differenziert er sich in Frontzahn, Eckzahn, Prämolar, Molarbereich. Das heißt, es ist alles die gleiche Familie. Es ist alles der gleiche Code. Ja. Das Urprogramm war erst ein einziger Zahnkeim. Und das heißt aber wiederum, dass alle Zähne in sich ähneln. Also die passen zueinander. Du findest wiederkehrende Konturen an Frontzähnen. Die distale Kontur am oberen Einser entspricht der am Zweier und du siehst sie auch am Prämolaren. Und da ist einfach eine schöne, schlüssige Form. Deswegen mische ich auch nie Bibliotheken. Es gibt Kollegen, die nehmen dann gerne mal den Zweier aus der einen Bibliothek und den Einser aus der anderen. Aber darum sieht das so natürlich und gut aus, weil das aus einem Organismus gewachsen ist. Und das ist der Riesenvorteil von den digitalen Zahnbibliotheken, wenn man natürliche Gebisse nimmt und so wie sie sind aufstellt, du musst da nicht, der Zahntechniker macht das Gegenteil. Er gestaltet von außen. Zähne sind von innen programmiert, determiniert und gewachsen. Ein Zahntechniker, der schnitzt und modelliert und gestaltet. Und dann gestaltet er vielleicht einen schönen mittleren oberen Schneidezahn, muss dann aber den passenden Zweier und Dreier dazu gestalten. Und das ist natürlich viel schwieriger, als wenn es schon so herauskommt. Und deswegen arbeiten wir auch im Alltag eigentlich nur noch digital über Zahnbibliotheken. Und das ist einfach der Wert einer Bibliothek, einer natürlichen Bibliothek, nicht einer gebastelten Bibliothek. Da kommen wir auch wieder zurück, das ist in der Totalprothetik auch so. Genau. Also, im Prinzip hat die Totalprothetik das auch erkannt. Ich meine, du schaust den Patienten an und dann werden die Zähne, weil die Zahnform auch sich widerspiegelt in der Form des Schädels und so weiter. Also es gibt da verschiedene Faktoren, die halt, ich sag mal so, vielleicht bestimmt dann der Zahn am Schluss sogar, wie das Gesicht aussieht. Ich weiß es nicht oder umgekehrt. Also es gibt da eine Korrelation, aber man muss ja nicht immer alles wissen. Aber ein wichtiger Hinweis mit das Thema Zahnbibliotheken. Du sprichst ja natürlich vor allem die ZEREC-Software an, wo man biogenerisch arbeitet, weil oft nur einzelne Zähne oder in der Mehrheit der Fälle werden einzelne Zähne versorgt. Und dann sagt man, okay, wie sieht der Zahn links und rechts aus? Und ich versuche den Zahn in der Mitte, den Zähnen links und rechts anzupassen. Wenn die Zähne links und rechts schon flache Amalgamhaufen sind, dann wird auf der in der Mitte ein flacher Amalgamhaufen, der halt aus Keramik
geschliffen wird. Das, Verstehst du, was das, ich macht, meine? das macht ja Oder? beides Sinn. Also ich muss auch immer wieder meinen Zahntechnikern sagen, schaut euch die übrigen Zähne an. Nicht nur, weil es jetzt technisch möglich ist, da einen jugendlichen Zahn wie von einem 17-Jährigen reinzubauen. Wenn das ein 70-jähriger Patient ist, wo alle Zähne abradiert sind, man muss dann schon ähnlich bleiben. Aber was mir dazu einfällt, wenn du das erzählst, ist einfach, dass ich es erstaunlich finde, wie das CEREC-System immer noch dieser Einzelzahnbehandlung verhaftet ist. Also ich hatte jetzt neulich jemand von Sirona bei mir und hat mir die PrimeScan 2 angeschaut und mir das zeigen lassen. Und ehrlich gesagt finde ich es ein Rückschritt, der Workflow zur PrimeScan 1, weil die PrimeScan 1 erlaubt mir da, wie viel sind es, 8, 9 Kataloge aufzumachen. Ja. Und auch, ich mache ja viel als Prothetiker, viele große Fälle, Bisshebungen. Und ich brauche diese Kataloge. Ich muss die befüllen mit Biokopien, mit Provisorienscans. Und jetzt wurde mir erklärt, das ist jetzt wieder so dieser simple Workflow. Prep gegen Zahnbiss, Prep gegen Zahnbiss. Und das System könnte so viel mehr. Es ist kein Scanner, es ist eine Digitalisierungsschnittstelle und wir haben eine digitale Welt. Und dass man dann aber wieder so immer noch, also du kennst dich viel besser aus, du bist da Key Opinion Leader. Warum ist es so, dass dieses CEREC da so stark ist? Aber Im nicht, Prinzip ist die Strategie, und ich erinnere mich, als ich vor über 20 Jahren oder ja, bald 30 Jahren äh, meine CEREC-Fälle präsentiert hatte und dann das Marketing von damals Siemens mir gesagt hat, ja, wissen Sie, Herr de Vigus, Ihre CERECs sehen zu schön aus. Da habe ich gesagt, wie bitte? Ja, wissen Sie, das widerspiegelt nicht dem Durchschnitt, wie ein Durchschnittszahnarzt mit CEREC, also was für Resultate das die erzielen. Und dieser Ansatz so nach dem Motto, man muss sich an das Mittelmaß anpassen, an den Durchschnittszahnarzt anpassen, hat mir nie gepasst. Ich habe immer gesagt, wenn du an irgendeine Autoausstellung gehst, dann sind die Autos geputzt, die sehen perfekt aus. Du zeigst nie etwas, das schlecht aussieht, als Beispiel, wie man damit arbeiten kann. Ja. Also, und das ist so eine Strategie, die ich nicht nachvollziehen kann, dass man immer sich quasi wie in der Schule, wir passen uns den schlechtesten Schüler an. also ich weiß nicht, ob das Oder? stimmt. Ich habe das mal gehört auf einem Symposium an der Uni München, da ging es um Intervallscanner, dass angeblich die PrimeScan 1 ja eine bessere Qualität leisten könnte, aber zugunsten der Geschwindigkeit das anders eingestellt wurde. Und das ist dann für mich auch so ein Beispiel, wenn das stimmen sollte. Ja, im dass, Prinzip sind das Kompromisse, die man eingeht, Geschwindigkeit, Präzision. Die Idee war dann eigentlich bei der PrimeScan, aber man hat das meiner Meinung nach nicht dann konsequent umgesetzt. Die Kamera, die wurde ja quasi bei MHT entwickelt, diese PrimeScan, der Vorgänger der PrimeScan. Und da war ich auch ein bisschen involviert und die Strategie wäre gewesen, dass du sagst, bei unwichtigen Arealen reichen ja, 75 macht oder ja Sinn. 50 Ja, Präzision. ja, Wenn du aber in eine Präparation reinkommst, dann hätte theoretisch die Kamera in einen High-Resolution-Mode ja. geschaltet und den Bereich der Präparation detailgetreuer eingescannt. Ja. Das macht Sinn. Das ist quasi Absolut. wie der Zahntechniker, der das Sägeschnittmodell macht und dann sagt, schau mal, der präparierte Stumpf, der wird Ja, perfekt oder bei den vorbereitet. 3D-Druckern. Wir drucken ja die Einzelstümpfe auch in einer hohen Auflösung und die Gesamtmodelle in einer niedrigen. Genau. Ja. Und das wurde wahrscheinlich dann über den Haufen geworfen, so nach dem Motto, ja, da sind wir dann nicht schnell genug. Wenn ich dann auch sehe, also das geht nicht nur bei Dentsply Sirona, das bei allen Scannerherstellern, dass sie dann den Messen dann zeigen, wie schnell, dass sie etwas einscannen. Wenn ich das in dem Kontext sehe, wie lange eine Behandlung dauert, da muss ich sagen, ob der Scan jetzt 30 Sekunden, 60 Sekunden oder 2 Minuten dauert, es dauert immer noch weniger lang als ein Ober- und Unterkiefer Impregum-Abformo, die 2x7 Minuten oder Ja. 2x9 Minuten braucht. Also wir sind viel effizienter, viel schneller, aber in der Relation, da brauchen wir nicht irgendwelche Weltrekorde Aber das ist aufzustellen. natürlich etwas, was du sehr plakativ über ein Video, Social Media zeigst, wie du in Sekunden einen ganzen Kiefer scannen kannst. Also ich habe gesagt, schau mal, eben, die Hersteller zeigen Ja. dir, wie schnell, dass man etwas scannen kann, aber im Kontext, also im gesamten Workflow einer Behandlung ist meiner Meinung nach schon entscheidend, dass es nicht 10 Minuten geht, wie früher, sondern dass wir im Bruchteil dieser Zeit diesen Arbeitsschritt abarbeiten können, da effizienter werden. Aber grundlegend musst du schon sagen, wenn du eine Behandlung nimmst, dann ist immer noch die Vorbereitung der Behandlung, dass du dir Zeit nimmst, eine schöne Präparation zu machen,
Also das sind immer noch die Themen. Und Ja. du machst ja auch Präparationskurse. Und ich erinnere mich, als wir Präparationskurse für CEREC-Anbieter, für CEREC-Anwender anbieten wollten, dass da das Echo relativ gering war. So nach dem Motto, das muss ich nicht lernen. Ich muss ja einfach einen großen Bohrer nehmen und ein bisschen runterschleifen. Da ist natürlich die Amerikanisierung auch bei Dentsply Sirona hat da natürlich schon Eingang genommen. Ähm, Also, man passt das System quasi an den mhm. Bohrer an und nicht umgekehrt. Also grundsätzlich bin ich immer für Geschwindigkeit. Das ist ja einer der großen Nutzen von digitalen Prozessen, dass es viel schneller geht im Vergleich, da herumstehen und den Abdruck festzuhalten. Die Zeit kommt einem das subjektiv immer viel länger vor. Die 7 Minuten im Prägum-Abdruck halten, kommen ja einem vor wie eine Viertelstunde. Auf der anderen Seite vermisse ich ein bisschen, dass dann konsequent zu Ende gedacht wird und geschaut wird, wie kann ich dann in anderen Dingen auch effizienter und schneller werden. Ich meine da hauptsächlich die Interaktion mit diesen Softwares, dass man dann jedes Mal noch Patienten anlegen muss und Materialien und Zähne auswählen muss und jeder Klick ist mir eigentlich einer zu viel. Das ist ähnlich wie wenn man ausrechnet, wie viel man im Leben an der Ampel gestanden ist und das dann mal zusammenzählt, wie viel Lebenszeit da vergangen ist, möchte ich eigentlich so wenig Klicks und Updates und Interaktionen wie möglich haben. Also für mich ist inzwischen Maßstab für jedes Gerät, was ich mir überlege anzuschaffen in der Praxis, im Idealfall funktioniert es wie eine Röntgenröhre. Ich habe nur einen Ein-Aus-Knopf und ich habe ein Rad vielleicht, wo ich was einstellen kann und sonst nichts. Keine Updates, keine Wartung, eine Kalibrierung vielleicht noch. Ja, das ist wichtig, gerade bei Scannern, aber vieles ist dann so overengineert. Die Firmen meinen, das ist meine einzige elektrische Eisenbahn, die ich dann in dieser Praxis haben werde und das ist auch etwas, ja, da wünscht man sich einfach, dass vielleicht ein bisschen mehr auf den klinischen Alltag geschaut wird, aber Gut, das ist ja schon wir sind ja froh um diese Technologie. ja, Also, ja. die Strategie geht aber schon dahin, dass man versucht, die Abläufe zu vereinfachen. Die Frage stellt sich dann immer, überspringen wir relevante Punkte oder weißt du, was ich meine? Ja. Also vergessen wir Dinge, die Ja, eigentlich die wichtig Balance ist sind. schwierig, Die ja. Balance ist schwierig und das ist eigentlich auch schwierig, weil es ist sehr stark behandlerabhängig. Also du kannst, ich meine, das siehst du gibst einen Haufen Kurse und das ist wie, uns hat man, als wir Studenten waren, hatten wir das Gefühl, dass alle Studenten gleich gut sind. Also so unser Empfinden war, wir sind ja 50 Studenten und die sind doch alle gleich gut. Und unsere Oberassistenten hatten gesagt, das denkt ihr. Aber zwischen euch gibt es riesige Unterschiede. Es gibt Studenten, die sind manuell geschickter, andere, die sind weniger manuell geschickt, der andere hat die Stärke, der andere hat die Stärke. Es gibt nicht einfach quasi ein gleichmäßiges Niveau. Und das setzt sich natürlich dann auch fort in der Privatpraxis, dass es Leute gibt, die sind manuell geschickter. Es gibt Leute, die sind ein bisschen intelligenter. Es macht die Mischung meiner Meinung nach aus. Und wichtig ist, dass man eine Schwäche des durchschnittlichen Zahnarztes ist, dass er nicht versucht, wenn er in eine Problemlage, in eine Problemsituation kommt, sich Rat oder Hilfe zu suchen, sondern er wurstelt selber weiter. Also du machst dann die Endo, obwohl du weißt, ich komme nicht in den Kanal rein, machst sie fertig. Vielleicht sagst du dem Patienten noch, ja wissen Sie, entweder sagst du gar nichts oder du sagst, schauen Sie, ich bin da nicht um die Kurve rumgekommen, wird aber schon nichts passieren, in 80% der Fälle passiert nichts und so weiter. Also, dass man erkennt, wo seine Grenzen sind, dass man dann auch mit ein Team sich aufbaut, mit anderen Leuten zusammenarbeitet und das denkt meine Patienten oder Patienten in einer guten Praxis sicher bei dir auch schätzen es, dass sie eine gute Beratung bekommen. Das ist meiner Meinung nach schon eine ganz wichtige Geschichte. Aber vielleicht um dieses Interview abzuschließen. Du hast ja dann quasi deine Leidenschaft für Zähne nicht nur in deiner Praxis umgesetzt, sondern auch in deinem Engagement von Vorträgen und Kursen. Wie läuft das eigentlich? Du hast ja am Anfang kurz angetönt, nach Corona ist die Nachfrage nach praktischen Kursen wieder angestiegen. Wie sieht das aus bei dir? Meinst du jetzt Ja. konkret den Umfang an Nein, Kursen? du machst ja vor allem Venierkurse. Also so dein Steckenpferd sind ja vor allem Das ist Veneers. mein Bestseller oder damit habe ich angefangen. Das mache ich am längsten. Ähm, also neulich ist mir aufgefallen, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Freund von Eigenlob, dass man sich so selbst auf die Schulter klopft. Aber ich glaube, objektiv bin ich schon der in Deutschland den meisten Zahnärzten die Veneers gezeigt hat.
wenn ich zusammenzähle, dass ich da 2001 angefangen habe und regelmäßig diese Kurse mache. Also der Kurs, der findet auch mehrmals im Jahr statt und der ist sehr beliebt, weil es geht nicht nur um Veneers. Es ist also jetzt nicht einfach nur eine kosmetische Behandlung, sondern eigentlich geht es um den Bereich adhesiv befestigte Vollkeramik im Frontzahnbereich von bis, von den kleinen Eckaufbauten, Additional Veneers bis hin zur Dreiviertelkrone, 360-Grad-Veneer, umfangreichere Keramik. Das deckt einfach ein sehr großen Indikationsspektrum zwischen der Füllung und der Krone ab. Also Zahnärzte der alten Schule, die jetzt aber auch natürlich immer weniger werden, weil diese weniger invasiven Verfahren, die sprechen sich natürlich schon rum, da werden ja auch von anderen sehr propagiert. Aber es gibt immer noch Kollegen und auch die deutsche Kassenmedizin ist leider befördert es, dass es da einfach die Füllungen gibt und die Füllung, bis dann irgendwann so viel Füllungen drin sind, dass der Zahn endlich überkrönungswürdig ist und auch ein Kassengutachter sagt, da darf man jetzt eine indirekte Restauration machen. Und dazwischen ist aber eben ein breiter Bereich, den man mit geklebter Keramik auch sehr gut versorgen kann, in welcher Ausdehnung auch immer. Und das ist eine Behandlungsmethode, die in jeder Praxis ihren Platz hat. Und das realisieren die Kollegen, denke ich, auch. Deswegen kommen sie und lassen sich das zeigen. Aber inzwischen habe ich das über die Jahre, das Portfolio schon ein bisschen erweitert. Also als Prothetiker, ich sehe mich in erster Linie als Prothetiker, nicht als kosmetischer Zahnarzt, ist der Bisshebungskurs sehr beliebt. Ursprünglich hieß der Funktionsbasics für den Allgemeinzahnarzt, weil ich mir nicht zutraue oder für mich in Anspruch nehme, dass ich jetzt ein Funktionsspezialist bin, ein CMD-Spezialist, aber mir da sehr viel erarbeitet habe im Sinne der Prothetik. Also Funktion ist für mich das, was ich tue, um im ganzen Stomatognatensystem meinen Zahnersatz safer zu machen, sicherer zu machen. Und da hatte ich das erstmal angefangen als Funktionsbasics für den Allgemeinzahnarzt, kam keine Anmeldung, hat keinen hinterm Berg hervorgelockt. Und dann habe ich zufällig den als Bisshebungskurs umtituliert. Und da siehst du, wie einfach ein Begriff dann so viel ausmachen kann, weil Bisshebung ist jetzt etwas, womit jeder im Alltag konfrontiert ist. Man hat mal Patienten mit Abrasionsgebissen oder mit einer Bisslageveränderung und dann steht man davor und weiß nicht, wie soll ich da rangehen. Und mein Kurs bietet dann offensichtlich die Antwort oder die Lösung und seitdem läuft er auch sehr gut. Und seit 2, 3 Jahren mache ich auch einen Gesamtprothetikkurs. Hatte ich auch erst für den Einsteiger genannt. Eigentlich wollte ich nur, dass nicht irgendwelche Kollegen drin sitzen sind, die älter sind als ich und mir irgendwas vom Goldguss erzählen und wir da irgendwelche Diskussionen haben. Wobei interessanterweise, also ich weiß nicht, kennst du diesen Effekt? Es ist ja oft in Kursen, war früher immer einer dabei, der nur drinnen saß, um sich selbst zu vergewissern, um zu fragen, ob das, wie er es macht, auch okay ist und immer schlauer war als der Referent. Und die sind ausgestorben. Also ich habe inzwischen fast nur noch junge Kursteilnehmer und die sind sehr interessiert und sehr motiviert. Also ist einer der Vorteile, wenn man ein bisschen älter wird, dass man dann auch so ein bisschen über den Dingen steht und nicht mehr der Klugscheißer kommt, der dir erzählen will, dass er es eigentlich besser weiß. Also der Prothetikkurs ist eigentlich auch für alle gedacht und der macht mir am meisten Spaß. Der ist nämlich 4 volle Tage und da erzähle ich einfach alles, was ich weiß im Bereich Prothetik. Also Super. querbeet die Ja, ganze Bandbreite. Ja. das ist doch spannend. Also, ganz wichtige Nachricht zum Schluss. Man darf nie aufhören, weiter zu lernen. Also, Nie. das Nee. Thema in einem Kurs zu sitzen, auch wenn du das Thema schon kennst, das kann ich nur unterschreiben, aber man soll dann ruhig bleiben. Also, das ist wichtig, aber ich gehe auch gerne an Vorträge, wo ich das Gefühl habe, theoretisch sollte ich jetzt das wissen, was da jetzt erzählt wird, aber man weiß nie, es kommen immer wieder irgendwelche Tipps und Tricks. Also, ich habe mir auch schon manchmal gedacht: „Hey, wieso bist du nicht selber auf das gekommen?“ Und Ja. der Austausch untereinander ist meiner Meinung nach wichtig und deshalb finde ich schön, dass du da bist, dass wir miteinander deshalb habe ich auch diese Serie von Interviews vor einigen Jahren angefangen zu machen, weil der Austausch untereinander, da kommen manchmal ganz, ganz spannende neue Die Ideen. besten Sachen, die ich gelernt habe, war immer von Kollegen, die es mir erzählt haben. Und dann war ich aber manchmal sauer, weil ich sagte, das hättest du mir vor 20 Jahren auch schon erzählen können. Auf deiner Seite hätte ich auch fragen können. Genau, Äh, das ja. ist so. Aber Also, jetzt ja. interessiert mich auch mal, wenn du schon hier bist, habe ich auch die eine oder andere Frage an dich. Wie kam das, dass du so sehr dieses Thema Dentalfotografie, dass dich das so gepackt hat? Ich kannte dich früher hauptsächlich als CEREC Opinion Leader und das war so dein Ding. Und dann habe ich gesehen, dass du ja erfolgreich über Jahre das European Journal of Aesthetic Dentistry als Chefredakteur betreut hast.
Wie kamst du zu diesem ganzen Thema, dass dich die Dentalfotografie so stark gepackt hat? Also gut, Dentalfotografie hat mich schon als Student fasziniert. Das war ja dann in der analogen Zeit und da erinnere ich mich, da bin ich dann auch mit dem Wolfgang Bengel in Kontakt gekommen. Also der war ja meiner Meinung nach, und ich zitiere ja immer noch gerne seinen Artikel von 1985, Standards in der dentalen Fotografie. Korrekt. Das war einer der ersten Artikel, den ich als Student dann auch wirklich, der war dann noch druckfrisch, weil auf dem so Leute wie der Fritz Kopp oder vor allem auf der Abteilung, der Kronbrücke-Abteilung, war die dentale Fotografie ein Thema. Mhm. Wir als Studenten haben das nicht gelernt, weil das war dann schon eben, also ich erinnere mich da, wie dann die Oberassistenten dann die Serien von Dias geschossen haben. Da musste man eine Woche warten und die Resultate dann begutachten. Aber da habe ich schon gedacht, hey, wow, das ist was Spannendes. Und auch als ich dann in meiner Praxis angefangen habe, habe ich mir gleich eine Fotoausrüstung gekauft. Ich erinnere mich, das Makroobjektiv war dann dieses Nikon Medical. Das war so ein 120 mm mit eingebautem Blitz. Das hat damals 4.500 gekostet. Die Kamera hat mir dann ein Kollege aus den USA, so eine Nikon F3 organisiert. Und dann kam ich dann in Kontakt mit Leuten wie den Herrn Binz. Der hat ja für ganz viele Leute so ein Seitenblitz, Ja. inklusive auch dem Wolfgang Bengel gemacht. Mit dem Wolfgang Bengel habe ich mich sehr gerne ausgetauscht, weil er war für mich so wirklich mein Fotomentor. Dann richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze mit der Einführung der digitalen Fotografie. Mit der habe ich mich schon in den 1990er Jahren auseinandergesetzt, aber so der richtige professionelle Einstieg, der war erst dann möglich, als 1999 die Nikon D1 auf den Markt kam. Das war die erste bezahlbare Spiegelreflexkamera mit einem digitalen Sensor. 1999. Ich habe die Kamera gekauft. Ich musste meiner Frau versprechen, ich kaufe die erst, wenn sie weniger als 10.000 kostet. Und ich hatte Glück, sie war 9.999. Ich habe dann mit der rumgespielt. Alle haben gesagt, ja, das ist genau gleich wie analog. Einfach anstatt dem Film hast du da einen Sensor. War aber nicht so. Und dann erinnere ich mich noch, da in diesem Raum habe ich dann nach ein paar Monaten, kamen dann wirklich praktisch alle Professoren von den Schweizer Unis zu mir und haben gesagt, ja, wir haben gehört, dass du da so einen digitalen Fotoapparat hast und erklär uns das mal, wie das funktioniert. Dann kam ich auch in Kontakt mit dem ITI und habe dann eigentlich über das ITI meine Leidenschaft der dentalen Fotografie auch kommunizieren dürfen und habe da wirklich, ich bin da um die ganze Welt gereist und habe Foto- und Präsentationskurse gegeben. Ja, und dann hatte ich auch diese Zusammenarbeit mit Nikon oder auch mit anderen Kameraherstellern. Ich habe jetzt seit 1999 habe ich in meiner Praxis schon über 300 verschiedene Kameras eingesetzt. Also wirklich am Patienten fotografiert mit den Kameras, um die zu vergleichen, um zu schauen, was passiert. Jetzt vor ein paar Jahren kam der Wechsel von den Spiegelreflexkameras zu den spiegellosen Kameras. Und das ist so eine Leidenschaft, die Fotografie hat mich schon auch sonst immer interessiert. Also auch als Gymnasiast habe ich den Fotokurs gemacht, wo wir dann in der Dunkelkammer da selber entwickeln konnten. Das habe ich auch, witzigerweise. Aber es hat mich nie so gepackt. Das ist dann Dann war so. einfach, und für mich war dann auch wirklich der Anlass, der erste Artikel 1985 von Wolfgang Bengel zum Thema Standards in der dentalen Fotografie. Und das war genau im gleichen Jahr, als ich als Student den Vortrag von Professor Möhrmann zum Thema vom CEREC-System, als er uns das erste Mal vorgestellt hat. Und auch da im Prinzip ging es darum zu sagen, Sie als Zahnarzt, der Patient, die Maschine und zusammen, das war dann das Thema, das Motto Chairside Dentistry. Und das hat mich eigentlich nie losgelassen. Und natürlich war es für mich wichtig, auch einen Verlauf zu dokumentieren. Man muss nicht jeden Patienten fotografieren, um Gottes Willen. Also das ist schon so, dass viele junge Kolleginnen und Kollegen am Anfang viel fotografieren und irgendwann mal denkst du, also jetzt muss ich nicht doch die 500. Füllung auch noch fotografieren oder dokumentieren. Da muss man auch ein bisschen eine Balance finden. Das Wichtigste ist, die Anfangsaufnahme zu machen, weil da kann man nie mehr reproduzieren. Genau. Also ich habe Tausende von Anfangsfotos von Patienten, aber keine Schlussfotos. Weil die Schlussfotos kannst du ja irgendwann mal machen. Kann ich auch sagen, schau mal, das war der Anfang vor 20 Jahren. Und das ist jetzt ein Bild, wie es nach 25 Jahren aussieht, mit ein paar Füllungen gemacht, mit das gemacht und so weiter. Also die Ausgangssituation dokumentieren macht Sinn.
natürlich gab sich dann, die Leidenschaft wurde dann befeuert auch durch die Firmen, die meine Leidenschaft gespürt haben und Mhm. mit mir dann zusammengearbeitet haben. Also dass ich dann in der Lage war, eben ständig neue Produkte testen zu dürfen. Also immer dann zu sagen, ja, was ist an dieser neuen Kamera besser, was ist da, was kann man noch verändern? Eben in den letzten Jahren dann auf die Zusammenarbeit mit Sony und Godox, Mhm. wo wir diesen Ringblitz optimieren Mhm. durften, den Lateralblitz verbessern konnten. Und dann war es für mich so auch noch spannend, wenn man selber sein technisches Know-how da ein bisschen einbringen kann. Das hast du auch, das ist auch deine Leidenschaft, irgendwie Dinge vorantreiben zu wollen. Aber mein großer Motivator in der ganzen Geschichte ist, das Ganze zu standardisieren, weil ich sage immer, Fotografie ist gleich wie Röntgen. Mhm. Also mit Röntgenbildern schauen wir durch den Patienten und mit Fotos oder Scans oder Videos schauen wir auf den Patienten. Also es ist ein diagnostisches Hilfsmittel und natürlich jetzt im Rahmen oder im Zeitalter von Social Media ist leider die dentale Fotografie mehr zu einem artistischen Gebiet geworden und das ist eigentlich völlig am Ziel vorbei. Also das Mhm. ist wie wenn ich quasi sage, ja, ich mache auf alle meine Veneers mache ich noch einfach meine Signatur drauf oder Glitter. ja, oder ja, irgendwie Ja. Space-Staub drauf auf meine Zähne. Wir müssen uns im Klaren sein, die dentale Fotografie ist ein Dokumentationsmittel. Es gibt Situationen, wo du sagst, okay, ich habe zu viele Reflexionen auf den Zähnen, dass man dann das Bild, das Licht etwas diffuser gestalten muss oder spezielle Filter braucht, Kreuzpolfilter etc. Aber dieser Trend, alles jetzt wegzublitzen, da muss ich sagen, habe ich auch schon Leuten gesagt, die Kurse geben. Sage ich, ja, du machst jetzt einen Kurs, wie man einen Frontzahn aufbaut und wie man Textur macht und am Schluss machst du mit 2 Softboxen ein Bild und ich sehe gar nichts mehr. Ja. Also, und der Patient sieht seine Zähne auch so nicht. Also eigentlich wird da Ja. ein Bild im Moment portiert, das weder der Patient noch der Zahnarzt noch irgendjemand überhaupt so wahrnimmt. Und Ja. das ist für mich so, Aber das ist das habe halt Marketing und weil ich habe Social das immer Media. weil ich habe das auch als Chefredakteur habe ich gesagt: „Schau mal, du kannst von mir aus das mit Softbox dokumentieren, aber ich möchte vom gleichen Fall noch die Bilder ohne Ah Softbox ja, sehen. interessant. Okay. Ich möchte sehen, wie die Ja. Realität aussieht. Es kann sein, dass die halt erschreckend schlecht aussieht, weil wir kennen auch, dass du je nachdem ich sage immer, du kannst alles schön fotografieren. Ja. Du brauchst kein Photoshop. Wenn du weißt, wie du mit dem Licht arbeitest, kannst du alles schön fotografieren. Und es gibt Situationen, die sehen so super schön aus. Und der Patient schaut in den Spiegel oder schaut sich an und sagt, hey, das ist super Resultat. Du machst ein Foto und auf dem Foto sieht es schlecht aus. Ja. Also schlecht. Kenn Du ich. bist enttäuscht. Ja. Du bist enttäuscht. Und Was dann, was einfach an der Physik liegt, dass genau, du, mit genau, künstlichen Materialien arbeitest genau, und 'ne Keramik oder 'n Komposit nun mal was anderes ist als Zahnsubstanz genau. und es ja erstaunlich ist, wie nah wir an die Natur rankommen mit unseren Restaurationen. Aber so 'n Blitz ist dann gnadenlos und, ja, ne, super. Also, wusste ich gar nicht, dass du da immer schon so drin gegangen bist. Gibst du da eigentlich auch praktische Kurse? Du bist eher online unterwegs. Ja, nein, also praktische Kurse, ich bekomme viele Anfragen von Ja. Praxen, also Praxiskurse oder die Leute kommen zu mir, aber mein Fokus hat sich ein bisschen online verschoben, dass ich mehr Leute erreichen kann. Mhm. Deshalb habe ich auch eben mein Dental TV, wo auch dieses Interview Ja. ausgestrahlt werden wird, vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, um die Informationen so unter dem Motto: „Alles, was man an der Uni nicht lernt“, und das ist ein Haufen. Und da kommt natürlich vor allem auch das Thema dentale Fotografie, was ich nicht verstehe, dass das immer noch nicht Standard ist. Also, die In der dentale Ausbildung. Fotografie vielleicht an ein paar Unis ja, Okay. aber die Mehrheit Entschuldigung, die Mehrheit der Dentalschulen weltweit hat keinen Fotokurs in ihrem Curriculum. Es Aber gibt da könntest du doch mal 'n schönen Kurs machen. Dann Ich laden wir habe dich ein nach jetzt München. ich habe jetzt die Ja, ich habe ich sage es deswegen, weil ich das nur streife in meinen, Kursen. Beim Veneer-Kurs, genau was du jetzt gesagt hast, ich erzähle die Wichtigkeit und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Dentalfotografie. Das kann ja viele Funktionen, erfüllen, nicht zuletzt auch die Qualitätskontrolle, weil's so gnadenlos ist. Also, da siehst du doch noch dein Restkomposit auf'm Abschlussfoto, wo du dachtest, du bist fertig. Aber vielleicht kann ich dich ja mal überreden, dass du dann mal so 'n Eintageskurs machst, weil ich immer sage, da gibt's andere Leute, die euch das erzählen können, wie das genau geht. Ich finde deinen Spruch auch kann ich voll nachvollziehen, dass du sagst, es ist wie Röntgen. Für mich ist es auch in der Anwendung wie Röntgen.
Ich möchte die Kamera einfach, die muss da immer liegen im Behandlungszimmer, Hinterkopf, die nehme ich schieße mein Bild und fertig. Ich will da nicht groß ausleuchten und Einstellungen. Also es muss alles voreingestellt sein und dann, genau wie ich ein Einzelbild schieße, will ich nur auf den Auslöser drücken. Das muss auch jede Assistenz können. Muss ja delegierbar sein, muss ja nicht immer das Schiff fotografieren. Und so wird, wir sind heute alles Digitalfotografen, hauptberuflich, fotografieren mit unserem Handy alles, was uns unter die Nase kommt. Aber im Mund am Patienten wird, glaube ich, noch zu wenig so konsequent fotografiert. Absolut. Aber deshalb machen wir auch jetzt einen Online-Kurs, weil ich gemerkt habe, man kann ja nicht überall sein. Und das ist so meine neueste Initiative, dass wir in der Praxis jetzt einen praktischen Kurs aufzeichnen mit 2 Studenten. Das Ziel ist quasi, den 2 Studenten dentale Fotografie beizubringen. Wir nehmen das auf und werden diesen Online-Kurs dann wirklich umsonst an alle Unis und alle Interesse. Also es geht nicht nur an die Zahnmediziner, es geht auch an die Zahntechniker, es geht an die DHs, es geht an die Dentalassistenten, Assistentinnen, also alle, die in der Zahnarztpraxis mit dem Thema sich auseinandersetzen müssen. Cool. Und das ist so meine Initiative. Bis jetzt, es gibt Leute, die finden das komisch, dass ich jetzt plötzlich da etwas umsonst machen will. Ich sage einfach, wenn du 40 Jahre lang etwas mit Leidenschaft machst, und es ist ja nicht, ich habe auch zum Beispiel praktisch noch nie für ein Foto, du könntest ja für ein Foto, gibt es eine Position. Du kannst Geld verlangen, wenn du ein Foto schießt vom Patienten. Also wenn ich für alle Fotos, die ich von meinen Patienten geschossen habe, diesen Tarif hätte verlangt hätte, da hätte ich mir, glaube ich, ein Haus kaufen können damit. Also für mich war das immer so ein Zusatzding für mich selber. Und höchstens, wenn die Versicherung gesagt hat, ja, du darfst jetzt noch 2 Fotos, also noch 20 € für die Fotos verrechnen, dann haben wir das gemacht. Aber sonst war das mehr für mich, um mich selber weiterzubringen, um zu dokumentieren, um zu sehen, wie verbessere ich mich, was kann ich noch verbessern. Also wirklich ein extremes Lehrmittel, dass ich also nicht nur Dokumentation, sondern auch Selbstevaluation ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Kontext. Also das ist so zum Thema Leidenschaft in der Dentalfotografie. Ich weiß nicht, ob du sonst noch eine Frage hast? Nee, da war ich eigentlich ja am neugierigsten. Ja, weil man ja einfach merkt, dass das einfach voll dein Ding ist. Also jetzt mein neuestes Hobby ist natürlich Video. Ja. Das hat sich so über die letzten paar Jahre, also gerade während der Pandemie, habe ich auch viele Leute interviewt. Also schon vorher als Chefredakteur vom Journal habe ich gesagt, ich möchte mit den Autoren ein bisschen näher in Kontakt treten. Habe dann die Artikel mit denen diskutiert. Das mache ich jetzt auch weiter, dass ich... Ist ja auch ein Video, was wir jetzt hier machen. Ja, logisch, ja klar. Wir haben ja auch dein Buch, und wir haben auch über dieses Buch geredet. Also es ist wichtig, da ein bisschen die Leute kennenzulernen, mit den Leuten sich auszutauschen. Und viele Leute schauen gerne auch solche Videos an, weil man kann immer etwas lernen. Wir werden dann vielleicht auch ein paar kurze Ausschnitte aus dem Video dann posten. Also eine Frage habe ich noch. Ja. KI. Wo siehst du Sinn und Zweck und Zukunftsmöglichkeiten? Beschäftigst du dich mental damit, was KI bei uns leisten kann? KI ist ein Riesenthema, mit dem ich mich, seit das jetzt richtig losgegangen ist, intensivst beschäftige. Also ich habe ja auch einen Avatar von mir selbst, weil ich finde auch, wenn du auf Dental TV schaust, findest du viele Videos, in denen ich quasi als echter Alessandro eine Einleitung mache und dann übergebe ich an meinen Avatar. Und der sieht wie aus? Fotorealistisch? Der ist fotorealistisch. Also mit diesem, du weißt. Du tippst den Text und er spricht den. Genau. Das wird jetzt immer besser. Im Moment merkt man das noch, weil es gewisse... Entschuldige, ich muss mal anfassen. Aber wirklich nicht Avatar hier neben mir sitzen. Weil es gewisse Sequenzen gibt, wo das noch ein bisschen hakelt. Aber über alles gesagt, muss ich sagen, ist das genial, weil du kannst dann, ich mache zum Beispiel meine Literaturreviews so. Also ich bin ja schon immer, war das meine Leidenschaft, Literatur zu reviewen. Ich habe das auch auf Dental TV, gibt es einen Literaturclub. Da habe ich auch Videos, wie liest man, was liest man. Die meisten lesen sowieso zu wenig. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, lest mehr. Das ist ganz eine wichtige Geschichte. Und da kann man sagen, okay, wenn es darum geht, eine fachliche Information zu kommunizieren, dann kann ein Avatar einen Text, den ich aufgeschrieben habe, und vor allem, wenn er jetzt auch auf Englisch ist mit Fachbegriffen, der sagt das viel besser. Der spricht es besser aus. Aus. Es tönt echter, also obwohl es KI ist. Und du musst aber offen
wichtig ist für mich, du musst offen kommunizieren, das ist KI Ja. und das bin ich. Manchmal verschwimmen die Grenzen. Mhm. Also ich habe auch schon, kommen Leute und sagen, du, dieser letzte Post, warst das jetzt du oder war das jetzt dein Mhm. Avatar? Und ich kommuniziere schon immer offen und ehrlich, bin ich das oder bin ich das nicht? Wir haben aber da extreme Möglichkeiten. Und auch vor allem wichtig ist, dass du die KI sinnvoll einsetzt. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und KI ist eigentlich nur so gut wie der sie bedient. Wir haben ein großes Thema, es kommen ja immer mehr von diesen Tools raus. In der Praxis wird KI sicher, habt ihr jetzt schon Eingang gefunden in der Röntgendiagnostik. Dort ist das, ich sage es mal so, 90% der dentalen KI ist Analyse von Bildern. Ja. Dann wird viel ans KI verkauft, was gar keine KI Ja. ist. Also jetzt ist plötzlich die ZEREC-Software KI. Mhm. Oder als Beispiel, weißt du, was ich meine? Also jetzt sind Dinge KI, die vor 20 Jahren schon da waren und jetzt werden sie einfach als KI verkauft, weil es cooler tönt. Da muss man schon aufpassen. Nicht alles, was jetzt auf dem Computer läuft, ist jetzt plötzlich KI. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, die Dinge vergleichen und man kann seine Arbeitsabläufe einfach optimieren. Also du kannst so viele Dinge einfach viel effizienter machen. Und da muss ich dir dann einen Link schicken zu einem Interview, das ich vor ein paar Monaten auf YouTube gesehen habe, wo ein junger ein Medizinstudent aus Wien, der KI-Forschung macht, also der in der KI-Forschung engagiert ist zu dem Thema. Und da war der Titel, wenn KI über unser Leben entscheidet. Mhm. Und der hat dann schon gesagt, der Patient möchte, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn du Krebs hast und ich bin dein Arzt, dann möchtest du mir in die Augen schauen und ich sage dir, Herr Heito, Sie haben jetzt Prostatakrebs mit Ablegern. Das sagst du mir jetzt lieber nicht. Naja, okay. Sie Was haben er jetzt, mir dann sagt. nein, Sie haben jetzt einen Krebs und es sieht nicht gut aus. Sie werden vielleicht noch 2 Jahre leben können. Das möchtest du nicht. Der Computer könnte Ja. das auch sagen. Ja. Aber da möchtest du als Mensch, als Patient Ja. einem Menschen gegenüber stehen oder gegenüber sitzen, um diese Interaktion zu machen. Und ganz spannend ist in dem Kontext, wir haben ja diese Psychologie-Pyramide. Ganz unten sind die Grundbedürfnisse, also Nahrung, Sicherheit. Maslow. Genau. Ja. Und je weiter oben, ganz oben an der Spitze ist ja die Transzendenz. Also da wirst du vergeistigt quasi. Das sind ja so Menschen wie Dalai Lama. Ja. Die sind ja meiner Meinung nach da oben. Die sind eigentlich nicht mehr so auf dieser Welt, sondern die haben schon was Geistigeres. Und da ist mal eine gute Aussage. Das Ziel von KI ist, dass wir wieder mehr Zeit haben, um zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen. Also die KI, wenn man sie sinnvoll einsetzt, sollte sie helfen, dass wir wieder mehr miteinander reden. Also was vielleicht für viele Leute denken, nein, KI macht ja alles. Nein, KI gibt die Möglichkeit, die Grundbedürfnisse abzudecken, Automatisierungen effizienter zu gestalten, dass du wieder mehr Zeit hast, Networking zu machen. Wenn du schaust, die reichen Leute... Du kennst diesen Post. Ich möchte, dass die KI nicht meinen Job macht, damit ich mehr Zeit zum Geschirrspülen habe, sondern die KI soll das Geschirr spülen, Genau. damit ich mehr Zeit... Ja, nein, das ist genau das. Du schaust auch, wenn du die reichen Leute anschaust, Ja. die reisen um die Welt, um mit anderen Leuten sich zu treffen. Die können ja sagen, ja, ich mache alles mit Computer und mache alles Ich mit bin auch hierher gereist, um mich mit dir zu treffen. Genau, also Nicht um das die sind halbe die Welt. wichtigen Dinge. Aber Also ganz wichtig, man muss sich mit KI auseinandersetzen, weil das nicht jetzt sagen, ja, das ist schlecht, sondern das ist ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Man kann mit KI, was eigentlich auch schon für mich nicht unbedingt KI ist, was wir jetzt auch in der Praxis umsetzen werden, ist, wir werden nicht mehr schreiben, sondern wir werden nur noch diktieren, dass auch Patientengespräche aufgenommen werden, die Kommunikation mit den Patienten optimiert werden kann. Also da gibt es schon, und der Spruch von den Medizinstudenten war, stellen Sie sich vor, also die KI besteht ja auf das Staatsexamen. Ja. Also die KI besteht das Staatsexamen, Punkt 1. Punkt 2 sagt er, stell dir vor, ein guter Arzt mit KI, der wird zum Superarzt. Und Medizinalpersonal, das schon auch ein bisschen medizinische Grundkenntnisse hat, kann mit Hilfe von KI auch schon viel mehr den Patienten helfen. Also das sind so, natürlich die Downside, also die Ängste vor KI sind schon so, dass man sagt, du kannst dann im Keller auch das Supervirus produzieren und biologische Waffen herstellen mit Hilfe von KI und so weiter. Also ist auf jeden Fall spannend, finde ich. absolut. Also, Jan,
herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Also ich glaube, da müssen wir vielleicht sogar 2 Episoden machen. Die Aber Zeit vergeht so die schnell. Zeit vergeht im Flug. Also herzlichen Dank, dass ihr da dran geblieben seid, und schaut doch mal auch auf Dental TV vorbei. Die ganzen anderen Interviews, die wir mit vielen Leuten von around the globe. Also ich habe heute Nachmittag auch noch ein Interview mit einem Zahnarzt aus Brasilien und einem Zahnarzt aus Beverly Hills. Den werden wir dann fragen, wie das so ist mit dem Hollywood Smile, weil das ist immer eine ganze Geschichte. Weil die Leute, die dann fragen, wieso habe ich nicht so viele VIP-Patienten? Da sage ich, ja, wenn du in Beverly Hills wohnst, dann laufen dort halt mehr VIPs über die Straße, wie wenn du irgendwo in Niederbayern oder in der Schweiz irgendwo in der Provinz lebst. Ist halt Fakt. Verstehst du? Das heißt nicht, dass der Zahnarzt besser ist oder anders, sondern der kann sich ja nicht wehren. Dort leben ja nur die Schauspieler, oder in gewissen Regionen leben halt so viele Schauspieler, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schauspieler auch bei dir in die Praxis kommt, sehr hoch ist. Also in diesem Sinne, bleibt dran, immer weiter lernen, auch die Kurse von Young. Die kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und wer das Buch noch nicht hat, Anteriores, mir hat eigentlich fast der erste Teil besser gefallen. Ganz ehrlich, weil da habe ich was gelernt. Das andere war dieses Buch mit den ganzen Bildern. Das war für mich so die Fleißarbeit, die du dann gemacht hast. Aber Es war umgekehrt. Das war sehr schnell fertig und da habe ich Jahre für gebraucht. ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Aber Die Pflicht und die Kür. Genau. Ja. Super. Also herzlichen Dank. Ich und danke dir. bis bald wieder mal auf Dental TV oder bei mir auf dem Sofa in der Praxis. Also wenn jemand Lust hat, jederzeit herzlich willkommen. Tschüss, danke. So. Also, Da haben wir doch genug, oder? ja, mehr als genug.